In diesem Video werden wir einen Expert Advisor mit MQL5 erstellen. Fangen wir an. Öffnen Sie zunächst Ihren Meta-Editor, indem Sie auf sein Symbol klicken oder F4 drücken. Wir beginnen mit der Einbindung der Handelsbibliothek mit Include. Diese Bibliothek ermöglicht es uns, Handelsfunktionen in unserem Code zu verwenden. Als nächstes erstellen wir eine Instanz der Klasse cTrade und nennen sie Trade. Berechnen wir nun den Ask- und Bid-Preis. Wir verwenden Symbol Info-Double, um den Ask-Preis zu ermitteln und normalisieren ihn mit Normalize Double. Dasselbe tun wir für den Bid-Preis. Diese Preise werden in den Double-Variablen Ask und Bid gespeichert. Anschließend deklarieren wir ein Signal, entweder kaufen oder verkaufen. Im nächsten Schritt definieren wir ein Array BWMFI Array, das die Werte des Bill Williams Market Facilitation Index enthält. Wir initialisieren den BWMFI mit IBWMFI und speichern seine Definition unter dem Namen BWMFI-Definition. Wir sortieren dieses Array von der aktuellen Kerze abwärts mit ArraySet-Series. Nun füllen wir dieses Array mit Hilfe von Copybuffer mit BWMFI-Werten auf. Wir kopieren 3 Werte, beginnend mit der aktuellen Kerze. Diese Werte werden in BWMFI-Array gespeichert. Jetzt kommt der entscheidende Teil. Wir berechnen den aktuellen BWMFI-Wert und normalisieren ihn mit Normalize Double auf 5 Dezimalstellen. Dieser Wert wird in Current BWMFI Value gespeichert. Auf ähnliche Weise berechnen wir den BWMFI-Wert der letzten Kerze mit Normalize Double und speichern ihn in Last BWMFI Value. Dann vergleichen wir aktueller BWMFI-Wert und letzter BWMFI-Wert. Wenn der aktuelle Wert größer ist, wird das Signal auf Kaufen gesetzt. Wenn er kleiner ist, wird das Signal auf Verkaufen gesetzt. Auf der Grundlage des Signals führen wir Trades aus. Bei einem Kaufsignal kaufen wir 0,10 Mikrolots mit Trade Buy. Bei einem Verkaufssignal verkaufen wir 0,10 Mikrolots mit Trade Sell. Nach der Programmierung drücken Sie F7 zum Kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell geht, sollten Sie sich unseren Premium-Kurs für weitere Anleitungen anschauen. Um zu testen, kehren Sie zu MetaTrader zurück, drücken Sie STRG und R und starten Sie den Strategietester. Sie sollten Ihren Expert Advisor auf dem Chart sehen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie gelernt haben, wie man einen Expert Advisor mit MQL5 erstellt, selbst programmiert und in MetaTrader testen kann. Wenn Sie Mitglied des Premium-Kurses sind und eine Idee für ein Video haben, schicken Sie uns eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.